Ja, und jetzt habe ich hier mal wieder was Kleines gefunden, und zwar kleine elektrische Autos, die wohl so eher in diese Nische passen, wie sie auch von Greenspeed in Deutschland produziert werden. Und zwar gibt es ja auch ein französisches Produkt, und zwar, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, Eichsam oder so, haben auf jeden Fall in Deutschland auch schon einigermaßen Händlernetz. Ich verlinke das hier unten auch in der Videobeschreibung. Preislich sind sie aber schon eine Ecke über dem, was Greenspeed da hat. Und auch jetzt, wenn ich mal vergleiche, könnte man dann auch gucken, was Linktour Alumi da. Also die schießen in dieselbe Sparte, allerdings das hier ist immerhin ein LKW. Und das ist wieder das, was auch Greenspeed hat. Aber bevor ich jetzt weiter laber, ich habe jetzt alles vorbereitet und zeige euch das Auto jetzt mal. Der Motorraum ist gerade offen, ich zeige euch das mal hier. Das hier ist die Starterbatterie, ganz normal. Und der läuft mit Bleigel-Akkus mit einem 48 Volt System. Hier ist die Hupe. Und was man dazu sagen muss, das ist hier nicht Aluminium, sondern jede Menge Plastik, alles Kunststoff. Also das ist hier offensichtlich da unten sind ja auch die Lenkachse ganz Standard. Alles komplett aus Plastik. Also das ist, rosttechnisch schon mal gut. Ich mache die Luke mal wieder zu. So ist er wieder dicht. Und einmal die Totale, hier ist ein bisschen wenig Platz. Das ist hier der Stand einer belgischen Distribution hier. Die Händlerin, die hier in Belgien verkauft, war so freundlich, mir zu erlauben, die hier mal zu filmen. Also wie gesagt, in Deutschland gibt es hier auch. Und hier ist wirklich alles. Okay, das ist Blech hier. Aber ansonsten ist das alles Plastik. So. Das sind die Reifendrücke, 2 Bar Fahrradreifen. Die Fensterheber sind elektrisch. Okay, was haben wir hier? Sitzbelüftung. Naja, minimalistisch, aber so, wenn man sich hier reinsetzt. So, das war jetzt normal. Ich versuche die Tür zu knallen, das klappt aber nicht. Dann nur mit Schwung. Also hier reibt sich jetzt Plastik an Plastik. Ich habe hier einen Rückspiegel. Das ist eine Scheibe drin. Ich kann tatsächlich da hinten durchgucken. Okay, hier ist offensichtlich eine Freisprecheinrichtung drin. Heizung aus oder an. Moment, ich zeige euch das mal im Detail. So ist die Heizung an, so sieht sie aus. Ich schalte das Ding mal ein, vorsichtshalber mal die Handbremse anziehen, nicht, dass ich hier losfahre. So. Ja, cool. Noch 998 Kilometer bis zur nächsten Wartung, 2 Kilometer hat er runter, das heißt auf 1000 Kilometer soll er erstmal gewartet werden. So, hier haben wir jetzt so richtig cool ein paar Schalter. Ich denke mal, dass hier muss man festhalten. So, sehr einfache Technik. Handschuhfach. So. Alles da, was das Herz begehrt. Bisschen Platz. Was das jetzt hier ist, ein Getränkehalter kann es eigentlich nicht sein. Merkwürdig. Ja, hier liegt auch das Ladekabel. Tatsächlich hat er draußen so eine kleine Buchse mit so einem Spezialanschluss hier und dann geladen wird er mit normalen 230, 240 Volt über die Steckdose. So, die Lüftungsdüsen sind aus Plastik und das ist immerhin Glas, die Scheibe. Er hat eine Sonnenblende.
Und hier oben, das ist so wie das Styropor hier. Das kann man bestimmt mit dem Fingernagel eindrücken. Ich mache das jetzt mal nicht, das ist ja immerhin ein Neuwagen. Aber er hat Gurte. Ich lege mal einen Gurt an. Ich weiß nicht, ob das viel bringt in dem Plastikwagen, aber brumm, brumm. So. Also hier habe ich auch kaum Platz für meine Füße. Das ist auch, also ich sag mal so, hier muss man schon wollen, glaube ich. Hier ist so eine Plastikwanne, da kann man was reintun. Der Gurt sitzt aber gut. So von der Höhe her und so kann ich mich nicht beschweren. Wunderbar. So, nochmal wieder ab. Also zum Eier ausliefern bestimmt eine Maßnahme. Ja, Getriebe hier DNR, ganz normal, steht jetzt in neutral. Ich schalte ihn mal wieder aus. Der Akku ist 3/4 voll. Ich weiß es nicht. Was steht da was von Reichweite? Power, nee, 13:18 Uhr. Ja gut, Blinker, Scheibenwischer. Ah, hier ist die Lüftung. Okay. Es pustet. Dann machen wir die Heizung ab. Oh ja. Blau heißt wahrscheinlich nur Heizung aus. Ich mache jetzt den Lärm wieder aus. Und eine Klimaanlage wird der wahrscheinlich nicht haben. Aber er hat ja die Sitzbelüftung. Ansonsten wirklich hier alles ja, offene Schrauben, Sitzverstellung. Aber ja, also hier kann ich weit mitfahren. Ah, okay, hier ist eine Fernbedienung immerhin noch dran. Sehr. Wirkt jetzt nicht so vertrauenserweckend. Aber gut. Gut, ja, dann schaue ich noch mal hinten rein. Okay, ja. Ausschalten. Ihr seht ja auch, Tacho geht bis 80, also so schnell wird er nicht fahren. Das ist hier auch eher was für den Stadt- oder Dorfverkehr. Noch aussteigen. Also die Türen schließen. So, und hier ist der Ladeanschluss. Hier ist es diese merkwürdige Steckdose. Das heißt, man braucht auch das Kabel hier. Ne? Also da gibt es nichts anderes zu tun. So, und jetzt noch hinten mal reingucken. E-Truck. Ja, wie bei einer Schranktür. Ich sehe Fußabdrücke. Da waren schon welche drin. Ein paar Zurgurte. Ja, also für kleine Transporte. Und auch die Tür ist alles Kunststoff. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wo das Auto eigentlich herkommt, der kommt aus Frankreich. Das bauen die Franzosen zusammen, komplett. Also, ja, ich weiß nicht, das Problem könnte sein, der Preis. Wow. Ich glaube, das wird so ein bisschen. Der kostet hier 22.000 Euro. Boah, meine Güte, das ist viel Geld dafür. Aber ja, vielleicht kann er ja was ich noch nicht weiß. Aber ja, ich verlinke hier unten auf die Webseite von Aysam, ja, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Und ja, ich würde mal sagen, eine ernsthafte Gefahr für deutsche oder andere Hersteller, konkurrenztechnisch ist das hier wahrscheinlich nicht. Ja, also da wird Greenspeed sich freuen, weil die sind da preislich in ganz anderen. Der kostet nicht mal die Hälfte, wenn man so die Dinger anguckt. Okay, das ist aber China-Ware, muss man dazu sagen, und das hier ist
Europa, das ist Frankreich. Also, weitere Videos natürlich hier in der Playlist auf dem Autosalon. Habe ich auch noch andere Autos gesehen. Also, bis dann, euer Buchhalter. Tschüss.